Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In dem Roman Als Großmutter im Regen tanzte von Trude Teige wird eine bewegende und tiefgründige Geschichte erzählt, die sich durch zahlreiche emotionale Zwischentöne und eine tief verwurzelte familiäre Bindung auszeichnet. Das Buch, das sich zu einem Bestseller entwickelt hat, bietet den Lesern nicht nur eine fesselnde Handlung, sondern auch Weisheiten und Lebenslektionen, die lange nach dem letzten Kapitel nachhallen. Die Autorin entfaltet ihre Erzählung durch die Bühne einer generationsübergreifenden Geschichte, die durch den Einfluss des Wetters und der Natur ihre eigene Symbolik erhält. Diese sensibel gesetzte Erzählweise ermöglicht es den Lesern, sich auf einer persönlichen und emotionalen Ebene mit den Charakteren zu identifizieren. Trude Teiges. Schreibstil zeichnet sich durch seine Feinfühligkeit und seinen tiefen Einblick in die menschliche Psyche aus, wodurch die Beziehungen zwischen den Generationen sehr authentisch und nachvollziehbar dargestellt werden. Besonders berührend ist die Darstellung der Großmutter, die im Regen tanzt und dadurch eine symbolische Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart herstellt, die für die Protagonistin des Romans von entscheidender Bedeutung ist. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Verborgene Familiengeheimnisse. Im Mittelpunkt von Als Großmutter im Regen tanzte stehen gut gehütete Familiengeheimnisse, die im Laufe der Story Stück für Stück enthüllt werden. Die Protagonistin begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit ihrer Familie, um den Grundstein für heutige Beziehungen und Konflikte ans Licht zu bringen. Trude Teige hat es meisterhaft verstanden, den Leser durch einen komplexen, aber dennoch nachvollziehbaren Plot zu führen, bei dem man unweigerlich die Tränen unterdrücken muss, während man sich von den Entdeckungen der Vergangenheit mitreißen lässt. Diese Geheimnisse liefern nicht nur die Spannung, sondern auch den emotionalen Kern der Geschichte, da sie offenbaren, wie Entscheidungen und Ereignisse der Vergangenheit das Leben der Charaktere nachhaltig geprägt haben. Die Auseinandersetzung mit längst Vergessenem fordert von den Figuren Mut und Mitgefühl und ermöglicht es, alte Wunden zu heilen und neue Verbindungen zu knüpfen. Solche Erkundungen regen den Leser dazu an, darüber nachzudenken, wie seine eigene Vergangenheit und die seiner Familie in seine aktuelle Lebensrealität hineinwirken könnten. Zweitens. Die symbolische Bedeutung des Regens. Der Regen spielt in Trude Teiges Roman eine bedeutende Rolle und dient als Symbol für Erneuerung, Reinigung und emotionale Entfaltung. Die Großmutter, die im Regen tanzt, wird zu einem kraftvollen Bild des Loslassens und der Annahme des Lebens in all seinen Facetten. Mit dem Regen kommt nicht nur die Möglichkeit, Vergangenes zu bereinigen, sondern auch die Chance, Neues zu begrüßen. Diese ikonische Szene im Buch spiegelt den Konflikt der Protagonistin wider, die zwischen ihren Wurzeln und ihrer eigenen Identität steht. Doch der Regen ermöglicht es ihr, die Balance zwischen Tradition und Erneuerung zu finden. Diese Metapher zieht sich durch die gesamte Handlung, indem sie hilft, emotionale Blockaden der Charaktere zu lösen und sie dazu ermutigt, sich der Unsicherheit des Lebens zu stellen. Der Leser wird eingeladen, darüber nachzudenken, wie Regen, metaphorisch oder real, als Reinigungsprozess im eigenen Leben wirken kann. Drittens. Generationenübergreifende Beziehungen. Ein wesentlicher Aspekt des Romans ist die liebevolle, aber auch oft komplexe Darstellung von generationenübergreifenden Beziehungen. Trude Teige beleuchtet, wie Ereignisse und Muster von früheren Generationen die nächsten beeinflussen können, sowohl in positiver als auch in negativer Weise. Die Beziehungen zwischen der Protagonistin und ihrer Großmutter, die im Laufe des Buches erforscht werden, zeigen, wie Erbflüche, Angewohnheiten und Erwartungen über Generationen hinweg weitergegeben werden. Gleichzeitig vermittelt die Autorin die Hoffnung, dass mit Verständnis und Offenheit diese Muster durchbrochen werden können. Der Einfluss der Großmutter ermutigt die Protagonistin, eigene Entscheidungen zu treffen und ihren individuellen Weg zu gehen. Dies bringt dem Leser die Erkenntnis näher, dass es möglich ist, sich von der Last der Vergangenheit zu befreien und dennoch die wertvollen Lektionen zu bewahren, die von früheren Generationen weitergegeben wurden. Viertens. Persönliche Weiterentwicklung. Durch Selbsterkenntnis.
Die Reise der Protagonistin dient als inspirierendes Beispiel für die persönliche Weiterentwicklung, die durch Selbsterkenntnis und Akzeptanz erzielt werden kann. Im Verlauf der Geschichte erkennt sie zunehmend die Bedeutung ihrer eigenen Rolle innerhalb der Familiengeschichte und wie diese Erkenntnis ihr hilft, ihren Platz in der Welt zu finden. Die Konfrontation mit der Vergangenheit zwingt sie dazu, sich ihren eigenen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen. Dies führt zu einer tiefgehenden Transformation, die sie mit einer neuen Perspektive auf das Leben und die Beziehungen um sie herum zurücklässt. Trude Teige zeigt sehr einfühlsam, wie der Prozess der Selbstentdeckung, so schmerzhaft er manchmal auch sein mag, die Tore zu einem erfüllteren und authentischeren Leben öffnen kann. Für den Leser kann diese Reise ein Spiegel sein, der dazu anregt, über die eigenen Gewohnheiten und Lebensentscheidungen zu reflektieren und den Mut zu entwickeln, notwendige Veränderungen anzugehen. Schließlich die Kraft der Vergebung. Vergebung, sowohl gegenüber anderen als auch sich selbst, ist ein zentrales Thema in Als Großmutter im Regen tanzte. Die Protagonistin lernt im Verlauf der Geschichte, wie wichtig es ist, alten Groll und festgefahrene Emotionen loszulassen, um so den Weg für neue Anfänge freizumachen. Durch die Erzählung wird deutlich, dass wahre Vergebung nicht nur Versöhnung bedeutet, sondern auch eine Art der Selbstbefreiung. Indem die Großmutter im Regen tanzt und den natürlichen Fluss des Lebens akzeptiert, verwandelt sich dieses Bild in ein kraftvolles Symbol für die Fähigkeit, loszulassen und Frieden zu finden. Trude Teige behandelt die Thematik der Vergebung mit einer Tiefe, die den Leser dazu anregt, über den Wert von Vergebung in seinem eigenen Leben nachzudenken und möglicherweise Schritte in eine neue Richtung zu unternehmen. Es wird klar, dass die Befreiung von inneren Fesseln nicht nur das eigene Wohlbefinden steigert, sondern auch die Qualität der Beziehungen mit anderen Menschen erheblich verbessern kann. Zusammenfassend: Als Großmutter im Regen tanzte ist ein Buch, das für Leser geeignet ist, die sich für emotionale Erzählungen und tiefere Einblicke in familiäre Beziehungen interessieren. Dieses Werk bietet eine ausgewogene Mischung aus Spannung, Gefühl und Weisheit, die bei jedem Menschen einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann. Es ist besonders für diejenigen wertvoll, die auf der Suche nach Inspiration und persönlichem Wachstum sind und die Bereitschaft mitbringen, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit und den daraus resultierenden Emotionen auseinanderzusetzen. Trude Teiges. Roman vermittelt die Hoffnung, dass auch aus den schwierigsten Lebensphasen neue Kraft und Erkenntnis geschöpft werden können. Auch für jemanden, der daran interessiert ist, die Dynamik generationenübergreifender Beziehungen zu verstehen oder selbst familiäre Herausforderungen zu bewältigen, kann dieses Buch von großem Nutzen sein. Die darin enthaltenen Lebenslektionen über Vergebung, Selbsterkenntnis und die Akzeptanz der Vergangenheit können als wertvolle Führungshilfen dienen, um positive Veränderungen im eigenen Leben anzustoßen. Somit hinterlässt: Als Großmutter im Regen tanzte nicht nur einen literarischen Genuss, sondern auch nachhaltige Impulse für eine erfüllte Lebensgestaltung. Wenn Sie unterstützen möchten, Trude Teige, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.